Wenn du eine vorgebundene Lebensversicherung hast oder auch allgemein eine Lebensversicherung, dann solltest du dieses Video kennen. Wir sehen uns primär an, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt ja Fonds über eine Lebensversicherung hast? Ist das eigentlich dein Eigentum und gehören diese Fonds dir? Das ist eine wichtige Frage doch eigentlich, oder? Und die sollte doch irgendwie logisch sein, weil du vermutlich gedacht hast, ja natürlich. Nun ja, wir werden es uns heute mal, ich sag mal, wissenschaftlich und rein rechtlich mal genauer anschauen. Und ein Teil davon ist auch wichtig für diejenigen, die einfach eine kapitalbildende, eine herkömmliche Lebensversicherung haben. Deswegen schön, dass du heute mit dabei bist. Faszination Freiheit. Schon seit fast 10 Jahren gibt es jeden Freitag ein Tippvideo bei unserem YouTube-Kanal. Deswegen auch gerne abonnieren, das Glockenzeichen, damit du immer Finanztipps und Tricks bekommst, die du an anderer Stelle eben nicht erhältst. Und deswegen heute ist eine besondere Ausgabe, denn ich bin hier an einem besonderen Ort. Und ja, das sieht jetzt, denke ich, ganz nett aus, aber ich befinde mich gerade und ich zeige euch das mal. Ich habe das hier parallel auch aufgenommen vor diesem Video. Und zwar, wir befinden uns hier in der Antarktis und wir haben richtige Schmuddelwetter und es ist richtig kalt und windig dort draußen. Und das sind ab und zu auch ein paar Eisblöcke und Eisberge, die dort vorbei wandern. Und das Schiff es wackelt und ruckelt ein bisschen. Ich bin hier auf der Le Commando Charcot. Das gilt als der beste Icebreaker, also Eisbrecher, um dann eben solche Extremszenarien und Orte hier zu besuchen in der Antarktis. Und am Schluss von dem Video für diejenigen, die durchhalten bei diesem ja jetzt auch etwas eisigen Thema, die bekommen noch tolle Impressionen, weil es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Aber gut, so, jetzt schauen wir uns erstmal an das eigentliche Thema, deswegen bist du da. Also deswegen Wittmann, leg mal los, würde ich auch sagen. Und zwar, wir sehen uns mal an Lebensversicherung. Und hier sehen wir erstmal, wie viel ist denn hier überhaupt investiert. Wir sehen also laut GDV, Verband der Versicherungen, der Versicherer, 2024 hat man 933 Milliarden in kapitalbildenden Lebensversicherung und 215 Milliarden, also ist auch schon mal fast die Hälfte des Bundeshaushaltes jedes Jahr, sind hier in vorgebundenen Lebensversicherungen investiert. Und da ist doch eine berechtigte Frage, weil Investmentfonds, wenn du dich mit Finanzen beschäftigst, weißt du, die sind Sondervermögen. Das heißt, es gehört nicht der Fondsgesellschaft oder auch nicht der Bank, wo das Ganze lagert auf dem Depot, sondern es gehört dir als Anleger. Ja, aber jetzt gibt es hier ja noch so eine Lebensversicherung dazwischen. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, wie ist das denn dann eigentlich und ist das gegebenenfalls anders? Schauen wir uns erstmal an, Paragraph 92 KAGB, Kapitalanlagegesetzbuch, Sondervermögen. Und dann lesen wir den ersten Absatz mal kurz durch. Die zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände können nach Maßgabe der Anlagebedingungen Eigentum der Kapitalverwaltungsgesellschaft, also Vorgesellschaft, oder im Miteigentum der Anleger stehen. Das Sondervermögen ist von dem eigenen Vermögen der Vorgesellschaft getrennt zu halten. Also das heißt, echtes Eigentum, gehen die Insolvenz und Pleite, ist nicht Teil der Kapitalverwaltungsgesellschaftsbilanz oder der Bankenbilanz. Okay. Das sind nochmal gute Nachrichten. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie ist es denn bei Lebensversicherungen mit Fonds? Und zwar ist hier die Rechtslage fundamental etwas anders, denn dort gehören die Anteile nämlich dem Versicherer, sind also deren Sondervermögen und werden Teil dessen Sicherungsvermögens nach § 125 VAG. Jetzt so ein Sicherungsvermögen, was ist das denn? Auch das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, und zwar der 125er. Der Vorstand des Erstversicherungsunternehmers, also eine Lebensversicherung, hat schon im Laufe des Geschäftsjahres Beträge in solcher Höhe dem Sicherungsvermögen zuzuführen. Also wie hier Darlehen, Schuldverschreibungen, Aktien, Beteiligungen, Grundstücke etc. Und zwar sind in dieser genannten Summe der Bilanzwerte dem Sicherungsvermögen zuzuführen. Und jetzt dieses Sicherungsvermögen ist Teil der Versicherungsbilanz, also ist dieses Vermögen auch Teil der Versicherungen. Und damit hast du lediglich einen, immerhin, wie auch immer man es sehen möchte, einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Versicherungsgesellschaft auf Leistungen, deren Höhe direkt an die Wertentwicklung der Fonds gekoppelt ist. Aber es ist nur ein schuldrechtliches Versprechen und kein direktes Eigentum. Ja, warum das einen Unterschied macht, sehen wir gleich.
Auf jeden Fall hat es hier offiziell bestätigt, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, Ausarbeitung WD 4 und so weiter. Und was da drin steht, schauen wir uns hier auch noch an, mit dem Punkt Nummer 2 und Absatz Nummer 2, dass in diesen vorangelegte Kapital bildet Abteilung des sogenannten Sicherungsvermögens des Versicherungsunternehmens. Das Sicherungsvermögen spiegelt die vom Versicherungsunternehmen für die Versicherungsnehmer organisierten Sparvorgänge. Es ist Teil des Vermögens eines Versicherungsunternehmens, eine vollständige Bedeckung der privilegierten Forderungen mit Sicherungsvermögensmitteln gewährleistet. So, und jetzt Nummer 3. Es ist somit Eigentum des Versicherungsunternehmens und nicht ein sogenanntes Sondervermögen. Das Sondervermögen von Investmentgesellschaften ist vom Vermögen der Investmentgesellschaft getrennt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das eingelegte Kapital der Anleger vor dem Zugriff der Investmentgesellschaft selbst und vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt ist. Also hier nicht der Fall. Das heißt, wenn die Aufsichtsbehörde bemerkt, dass das Versicherungsunternehmen in absehbarer Zeit ohne Eingreifen der Aufsichtsbehörde zahlungsunfähig wird, kann die Behörde als eine von mehreren Maßnahmen auch ein Zahlungsverbot aussprechen. Das ist der Paragraph 314 VAG, den ich übrigens auch bei Live-Geldtrainings auch immer wieder gerne zitiere. Das heißt, dass die Zahlung von Lebensversicherungen jederzeit eingefroren werden kann und vielleicht auch irgendwas damit gemacht, bevor es dann wieder freigegeben wird. Ja, und falls sich die Behörde zu dieser Maßnahme entschließen würde, wären davon grundsätzlich auch die vorgebundenen Lebensversicherungen des Unternehmens betroffen, da die Anlagen Teil des Sicherungsvermögens sind. Das heißt also, kapitalbildend und vorgebunden wird dann zusammengewürfelt, also für übrigens dann ein relativer Vorteil für diejenigen, die eine kapitalbildende Lebensversicherung haben, für die vorgebunden nicht, weil wenn sie es privat und selber gemacht hätten, bei einer Insolvenz, zum Beispiel von der jeweiligen Gesellschaft, Bank und so weiter, wäre es ja gesondert gewesen. Das heißt, und das ist jetzt die Pointe dabei, das heißt, wenn du direkt in Fonds gehst, dann hast du ein direktes Eigentum, es gehört dir. Also auch wenn die Fondsgesellschaft, die Bank insolvent und pleite geht, ja, was heißt so what? Aber also für den Vermögen wird nicht angetastet. Das ist bei Lebensversicherungen nicht der Fall. Und ja, solche Fälle hatten wir zum Teil schon. Das heißt, die Fondsanteile in einer vorgebundenen Lebensversicherung gehören rechtlich nicht dem Kunden, sondern im Versicherungsunternehmen. Sie sind kein Sondervermögen im Sinne des KAGB. Und jetzt, wenn eben sowas passiert, so eine Schieflage von den Versicherern, passiert in den meisten Fällen und in normalen Zeiten nicht. Aber vereinzelt ist es schon passiert, zum Beispiel bei der Mannheimer Lebensversicherungen. Und dann ist der Schutz relativ und dadurch nicht absolut. Und zwar den Paragraph 314 VAG, da haben wir uns schon ein bisschen was angeschaut. Das heißt, Auszahlungen können komplett verboten werden. Die Ansprüche von Kunden können also schon deutlich vor einer Insolvenz reduziert werden. Und es muss auch noch nicht insolvent sein, die Firma, sondern also man kriegt das noch gar nicht richtig mit. Und dann kann hier schon potenziell eingegriffen werden seitens der BaFin, der obersten Finanzbehörde. Und es kann dann bis hin zum Protektor geben. Das heißt, wenn es die Versicherungsgesellschaft, die kann nicht saniert werden, die gibt es nicht mehr. Steht drin in Paragraph 221 bis 226 VAG. Protektor ist quasi so eine Auffanggesellschaft. Ja, also soll das Ganze dann ja noch weiterführen, abwickeln etc. Ja, und die hat die Aufgabe, bis zu 100% der Leistungen zu garantieren. Also man sieht an der Formulierung, ja, bis zu 100%. Ja, aber ob die 100% erreicht werden, tja, hängt natürlich davon ab, wie viel Substanz ist denn da, konnte sich da vielleicht möglicherweise größer verzockt werden und so weiter. Das heißt, das Marktrisiko trägst du so eh. Jetzt hast du noch ein zusätzliches Risiko durch die Lebensversicherungsgesellschaft, was durch keine wirklichen Vorteile irgendwie aufgefangen wird. Und du musst immer rechnen, wenn du direkt gehst, dann hast du auch Transparenz bei den Kosten. Dann weißt du, du hast zum Beispiel vielleicht 1, 2, 3% Ausgabeaufschlag, ein bisschen Depotführung etc. Wie viel hast du denn bei einer Lebensversicherung an Kosten? Ja, muss irgendwo in den Bedingungen dann auch ausgewiesen werden, ist aber den meisten unklar, ist irgendwo versteckt und sie sind erfahrungsgemäß deutlich höher. Das heißt, du hast höhere Risiken und du hast höhere Kosten letztendlich. Und das ist eben der Punkt, was vielen dort nicht wirklich klar ist. Und auch zum Abrunden, ein Punkt, wie ist es eigentlich mit dem Staat? Kann der eigentlich auf seine vorgebundene oder auch allgemein auf eine Lebensversicherung, gilt jetzt für beide auch wieder, zugreifen? Ja, also schauen wir uns mal an, bei Bezug von Bürgergeld laut Sozialgesetzbuch, und dieses gilt als verwertbares Vermögen. Genauso bei einer Pfändigung durch Gläubiger oder dem Finanzamt laut Zivilprozessordnung, also grundsätzlich pfändbar, wenn es jetzt keine Rüruprente ist. Ich muss jetzt auch mit dazu sagen, das gilt grundsätzlich jetzt auch für andere Kapitalanlagen ebenfalls in der Regel. Also es kommt ein bisschen
auf an. Also das ist jetzt nicht nur von den Lebensversicherungen. Wie ist es jetzt ansonsten, wenn der Staat ja insolvent gehen sollte oder mehr Geld benötigt? Stichwort Vermögensabgabe, Lastenausgleich, hatten wir damals schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn hier ein neues Gesetz verabschiedet werden würde, auch dann könnten Lebensversicherungen allgemein, es könnten aber auch natürlich andere Vermögensanlagen, auch wie Immobilien und Co., auch Fonds allgemein in dem Fall auch hier mit belangt werden. Beziehungsweise ein Flächenbrand bei Lebensversicherungen könnte es vor allem dann geben, wenn es wirklich ein großes Krisenszenario gibt. Und wenn wir uns anschauen, seit 1800 gab es 7-mal Entwertungen von der jeweiligen Währung. Also 7 Währungsreformen, die wir seitdem gesehen haben. Also das heißt, ist jetzt nicht so, dass das noch nie passiert wäre, passiert halt nicht alle paar Jahre. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, also die Situation im Vergleich zu heute war schon ganz anders. Also das heißt, die Wirtschaft war in der Regel da nicht besonders stark, also eher schwach. Die Staatsverschuldungen sind immer weiter geklettert. Es wurde aufgerüstet. Also es gab zu der Zeit Kriege. Politik war sehr unzuverlässig, hat irgendwie so das Gefühl gehabt, die macht keine Politik, also für die Menschen, sondern eher für sich selber. Stopp, das ist ja eigentlich genauso wie heute. Okay, nun gut. Aber dieses Mal ist sicherlich alles anders. In dem Sinne schauen wir uns jetzt noch hier ein paar Impressionen an, wie versprochen aus der Antarktis, also wie es hier im ewigen Eis aussehen kann. Sieh mir ein paar Beispiele. Ich war dort die Tage jetzt auch ein bisschen Kajaking und auch Pinguine direkt, also in ihrer herkömmlichen Umgebung dort draußen gesehen. Also in der Eiszeit, ich sag mal immer so, es geht immer irgendwie früher oder später auch vorbei und es ist nicht alles schlecht dort, aber es ist schon angenehmer und besser, wenn man im Warmen ist und vielleicht ein bisschen vorgesorgt hat. Und wenn du das mit weiteren Geld- und Finanztipps, die jede Woche neu kommen, dann bist du herzlich eingeladen bei Faszination Frei. Trag dich ein in unseren Klartext E-Letter. Du findest den Link unterhalb von diesem Video. Und da findest du nämlich immer alle Themen. Ansonsten auch den YouTube-Kanal abonnieren mit Glockenzeichen. Aber du kriegst halt nicht alle Themen mit. Deswegen am besten immer jeden Freitag einfach nur ganz kurz, noch 1-2 Minuten hineinschauen und du kriegst wirklich alles mit. Ich freue mich auf dich nächsten Freitag per E-Mail. Und ganz liebe Grüße hier aus der Antarktis. Ach, und wenn du weitere Impressionen haben möchtest, immer up to date. Also ich poste ja auch in unserer offiziellen Telegram-Gruppe Behind the Scenes, also wo ich so ein bisschen was aus meinem Leben auch weitergebe, dort immer hinein. Da kannst du auch immer reinschauen und kriegst dann mal mit, auch mit der persönlichen Audio und einfach auch ein paar Bilder, die du sonst eben nirgends bekommst. Also ganz liebe Grüße hier irgendwo aus der Antarktis und bis spätestens nächsten Freitag.